willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für amerikanische Whoopie Pies. Whoopie Pies, das sind eine Mischung aus Keks und Kuchen und das Ganze in Form eines kleinen Sandwiches. Wir starten mit 75 Gramm weicher Butter, 90 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und einer Prise Salz. Alles in eine Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer für etwa 2 bis 3 Minuten verrühren. Als nächstes ein Ei dazugeben und circa 2 Minuten weiter rühren, so lange bis die Masse schön cremig und fluffig ist. Jetzt ein Sieb hernehmen und ein halbes Päckchen Backpulver und 150 Gramm Mehl durch das Sieb zum Teig geben. Zum Schluss noch 25 Gramm Backkakao und 125 Milliliter Buttermilch. Alle Zutaten jetzt mit einem Teigschaber unterheben. Bis ein glatter Schokoladenteig entstanden ist, der schwer reißend vom Löffel fällt. Den Schokoteig als nächstes in einen Spritzbeutel mit großer runder Lochtülle umfüllen. Dann 2 Backbleche mit Backpapier auslegen und jeweils 20 walnussgroße Teighäufchen auf die Bleche spritzen. Zwischen den Häufchen genug Platz lassen, denn die Whoopie Pies gehen beim Backen noch etwas auseinander. Und danach im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 12 bis 13 Minuten backen. Danach aus dem Ofen holen und erstmal komplett auskühlen lassen. Während die Schokokekse auskühlen, können wir uns jetzt um die Creme zwischen den beiden Sandwichhälften kümmern. Dafür 125 Gramm weiche Butter in eine Rührschüssel geben, außerdem 125 Gramm Puderzucker dazu. Jetzt mit einem Mixer verrühren, bis alles schön cremig ist. Dann den restlichen Puderzucker dazugeben. Und unterrühren, bis ihr eine helle und fluffige Creme habt. Jetzt gebe ich noch etwa 25 Milliliter rote Betesaft dazu, einfach um die Creme etwas einzufärben. Den rote Betesaft ebenfalls unterrühren, bis die komplette Creme rosa eingefärbt ist. Die Creme anschließend ebenfalls in einen Spritzbeutel umfüllen. Und dann etwa einen gehäuften Esslöffel der Creme auf eine Whoopie Pie Hälfte spritzen. Eine zweite Hälfte vorsichtig auf der Creme andrücken. Und das war's. Das Ganze jetzt für die restlichen Whoopie Pies wiederholen. Und so sehen sie dann aus. 2 Schokoladenhälften mit einer süßen, rosa eingefärbten Füllung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.